Und wir machen aber uns die Kamera aus. Okay. Ja, schönen guten Abend zum heutigen 777 Versicherungen für digitale Nomaden. Ich habe mir Gedanken gemacht, was für euch von Relevanz sein kann. Es gibt ja immer wieder diese Anfragen auf Facebook und in dem Slack-Channel sind immer etwas die gleichen Fragen und ich habe probiert, diese heute so etwas zusammenzufassen und euch präsentieren zu können heute Abend. Kurz zu mir. Mein Name ist Michael Gutknecht. Ich arbeite seit 20 Jahren in der Versicherungsbranche, berate KMU-Kunden und habe nebenbei parallel dazu vor 16 Jahren meine eigene Firma gegründet, eine GmbH, damals eine IT-Firma. Und heute ist von dieser IT-Firma eigentlich nicht mehr viel übrig. Ich mache mehr Treuhand und Startup-Betreuung, auch um das Thema Versicherungen. Und gleichzeitig habe ich seit dem 1.7. einen neuen Job bei einer Softwarefirma, wo ich jetzt remote arbeite. Also ihr seht, ich bin immer noch in ähnlicher Tätigkeit unterwegs, aber in unterschiedlichen Umgebungen. Ja, ich habe euch immer wieder während dieser Präsentation so QR-Codes auf die Slides gestellt. Das sind Links, wo ihr zu den jeweiligen Themen zusätzliche Informationen im Internet findet. Da könnt ihr euch das abfotografieren und in aller Ruhe nachlesen. Kurz zum Programm. Ich fange an mit dem Warm-up. Es war einmal etwas Geschichte zu diesen Versicherungen, bis hin zum Schluss zu dieser Betriebshaftpflichtversicherung, von der spricht man eigentlich selten bis nie, ist aber eigentlich falsch, weil das ist eine der wichtigsten Versicherungen, die man haben kann. Deshalb habe ich die heute Abend auf das Programm genommen. Also, es war einmal. Die erste Versicherungspolice hatte ihren Ursprung in Genua, und zwar 1347. Ihr müsst euch vorstellen, da war ein Besitzer von einem Schiff und da waren Handelstreibende, die ihre Waren verschiffen wollten, von A nach B bringen wollten. Und jetzt ist klar, unterwegs konnte was passieren, das Schiff konnte kentern, in einen Sturm kommen, die Waren waren verloren, das Schiff ging kaputt und sank. Und man hat sich Gedanken gemacht, wie können wir diesen Schadenfall abdecken, weil für eine Person alleine wäre das schlicht nicht tragbar gewesen. Und dann war die Idee wir bilden eine Gefahrengemeinschaft, das heißt, mehrere Personen zusammen decken das finanzielle Risiko. Und wenn es dann einer, hier rot, trifft, also wenn eben das Schiff des Schiffeigentümers untergeht, dann helfen die anderen aus dieser Gefahrengemeinschaft und bezahlen ihm den Schadenfall. Und der Deal war der, dass wenn das Schiff ankommt und die Ware ankommt, erhielten diese Leute aus der Gefahrengemeinschaft etwas Geld, so wie die heutigen Zinsen. Also sie hatten nicht nur ein Risiko, dass etwas schief geht, sondern auch einen möglichen Gewinn, den sie erzielen konnten. Das ist der Ursprung der Versicherung 1347 in Genua. Ich habe noch mehr Schwarz-Weiß-Bilder gefunden. Die Gefahrengemeinschaft früher, das war nämlich die Familie. Man hat zusammen in einem Haus gewohnt. Jede Generation hatte ihre Aufgaben, von alt bis jung. Und wenn einem etwas widerfahren ist, wenn einer ein Problem hatte oder einen Schadenfall, dann haben die anderen geholfen und ihn unterstützt. Und das Problem war dann, als diese Gefahrengemeinschaft, je länger sie je mehr, nicht mehr existiert hat, weil es bei der Industrialisierung zur Abwanderung kam. Also die Leute arbeiteten nicht mehr zu Hause im Dorf und auf dem Hof, sondern sie gingen irgendwo in eine Fabrik arbeiten. Das heißt, die alten Gebrechlichen und die Jungen, die blieben zu Hause und die Jungen gingen arbeiten. Und diese Gefahrengemeinschaft brach damit auseinander und das war eigentlich so ein bisschen die Geburtsstätte oder der Treiber für die heutigen modernen Versicherungen. Diese Pyramide habt ihr wahrscheinlich auch schon alle einmal gesehen in der einen oder anderen Form. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht,
was hat die Bedürfnispyramide von Maslow mit Versicherungen zu tun? Ist eigentlich ganz einfach. Ganz unten sind die elementaren Bedürfnisse des Menschen. Man nennt die physiologischen Bedürfnisse, das heißt genügend Essen, Schlaf. Und dann die nächste Stufe ist das Sicherheitsbedürfnis, also irgendein Dach über dem Kopf haben, in Sicherheit sein. Ein weiteres Bedürfnis sind soziale Bedürfnisse, Freunde haben, eine Familie haben etc. Und dann geht es eigentlich Richtung individuelle Bedürfnisse und Selbstverwirklichung. Das ist eigentlich der Punkt, wo wir heute sind. Also wir sind eigentlich heute mit unserer Gesellschaft so an der Spitze der Pyramide. Das kann man positiv sehen oder negativ. Und mit anderen Worten, die Bedürfnisse haben sich in der Zeit gewandelt. Früher wollte man die Existenz absichern und heute muss man oder will man den Wohlstand absichern. Und die Versicherungsgesellschaften machen sich das zum Geschäft, die verdienen damit Geld, damit man eben diese Sicherheit irgendwie probiert, über eine Versicherung abzudecken. Jetzt dieser ursprüngliche Gedanken der Gefahrengemeinschaft übertragen in unsere heutige Welt. Was sind die heutigen Herausforderungen? Fangen wir einmal an mit der Demografie. Ihr seht hier 3 Grafiken. Auf der ersten Grafik ganz links seht ihr die Bevölkerung von 1900. Ihr seht, es hatten viele Leute waren jung, Kinder, junge Erwachsene, und gegen oben mit zunehmendem Alter gab es nur noch ganz wenige Leute. Man wurde auch nicht so alt wie heute, man wurde vielleicht 50, 60-jährig, man verstarb dann und im Gegensatz hatte man große Familien mit vielen Kindern, also viele Kinder und wenig Alte. Und wenn ihr jetzt das in der Entwicklung seht, 1950, 2019, seht ihr, dass wir eigentlich heute mehr Alte haben als Junge. Und diese Gefahrengemeinschaft, wo man einmal abbilden wollte mit der AHV 1948 nach dem Krieg, wo man sich sagte, wie kann man die Leute irgendwann mal absichern im Alter bei der Pension, diese Gefahrengemeinschaft funktioniert heute nicht mehr, weil wir haben zu viele Alte und zu wenig Junge, die einzahlen in diese Kasse, und die laufenden Revisionen und Diskussionen im Parlament werden ja immer abgelehnt von der Bevölkerung an der Stimmurne. Aber es geht eigentlich nichts, es ist eigentlich genau das gleiche Problem wie früher, diese Gefahrengemeinschaft, die heute aber nicht mehr funktioniert bei der AV, und das Gleiche ist auch bei der Pensionskasse. Das ist eine der heutigen Herausforderungen. Andere, diese Grafik kennt ihr, sind Pandemien. Pandemien, wie soll man die versichern? Weil es ist nicht nur ein Einzelner, wo betroffen ist, sondern die ganze Welt, sämtliche Personen in der Schweiz, überall. Wie soll man das versichern? Was kostet das? Wer ist bereit, eine Versicherungsprämie zu zahlen? Und die Lösung heute ist, es gibt keine Versicherung, die sowas tragen möchte. Es ist schlicht nicht finanzierbar für eine Versicherungsgesellschaft. Es ist der Staat, der einspringen muss. Sprich, statt dass wir eine Versicherungsprämie bezahlen, zahlen wir halt alle eine Steuer, damit wir diese Gefahren heute als Gefahrengemeinschaft gemeinsam meistern. Das hier ist eine Karte, eine Erdbebenkarte von der ETH Zürich. Erdbeben ist auch so ein Risiko. Es sind einige wenige, die betroffen sind. Man sieht vor allem im Wallis und in Basel und im Graubünden so dunkelrote oder sogar violette Flecke. Das ist dort, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass es demnächst wieder mal ein Erdbeben gibt, das auch zu Schadenfällen führen kann. Wir sind nicht in Kalifornien, wir sind nicht in Italien oder im Balkan, wo es große Schäden geben wird, aber wir haben im Süden der Schweiz, im Norden und im Osten haben wir ein gewisses Potenzial. Und heute gibt es keine Erdbebenversicherung, welche für die ganze Schweiz diese Gefahr abdeckt. Man kann es einzeln versichern, aber es gibt eigentlich keine Gefahrengemeinschaft, wo man sagt, okay, wir bezahlen alle in einen Topf ein, und wenn es dann in Sion oder in Basel ein Erdbeben gibt, dann bezahlen wir das alle, die gesamte Schweiz.
Das gibt es heute nicht. Ein weiteres Thema, wo wir uns zu wenig bewusst sind, was für ein Schadenpotenzial dahinter steckt, sind die ganzen Cyberangriffe. Die Versicherungen haben heute fast mehr Angst von diesen Cyberangriffen als von Erdbeben oder von Pandemien. Warum? Das Risiko ist schlicht nicht berechenbar. Ein Schadcode, ein Virus reicht, um ganze Computersysteme lahmzulegen und riesige Schäden zu verursachen. Auch das ein Risiko, das man heute zwar versichern kann, aber die Gefahrengemeinschaft spielt hier auch nicht, weil einfach die Größe von einem zukünftigen Schadenfall nicht abschätzbar ist. So, das war die Geschichte zu den Versicherungen und warum wir Sozialversicherung, Krankheit und Unfall heute anschauen, ist ganz einfach. Das basiert auf dieser Grundlage. Ich spreche jetzt die nächsten paar Folien, spreche ich von Krankheit und Unfall und warum das für die digitalen Nomaden von Wichtigkeit ist. Zunächst einmal muss ich sagen, ich habe mich eingelesen, durchgefragt. Ich habe mit dem Bundesamt für Gesundheit gesprochen in Vorbereitung auf diesen Abend. Ich habe mit der SUVA korrespondiert, mit Juristen Rücksprache gehalten, ziemlich viel unternommen und die Antwort war eigentlich überall die gleiche. Unsere Gesetze sind schlicht nicht ausgelegt auf die Bedürfnisse der digitalen Nomaden. Weil digitale Nomaden haben andere Gruppen und andere Risiken, als das andere Berufsgruppen haben. Und wer möchte jetzt eine Versicherung kreieren für diese kleine Gruppe von Nomaden? Die Gefahrengemeinschaft wäre schlichtweg einfach zu klein, um diese speziellen Berufsgruppen abzudecken. Und zudem gibt es Staatsverträge, die die Schweiz mit den verschiedenen Ländern abgeschlossen hat. Und dort drin ist jeweils geregelt, wer wie wo versichert sein muss. Und der Tipp ist eigentlich dieser: Wenn ihr Unsicherheiten habt, probiert einmal in diesen Staatsverträgen nachzulesen. Wenn ihr beispielsweise nach Australien geht und jetzt wollt ihr wissen, wie muss ich mich dort versichern, bin ich noch über die Schweiz versichert etc., muss man das eigentlich so in einem Staatsvertrag nachlesen. Ist nicht die süffigste Lektüre, ganz klar nicht, aber es kann helfen. Jetzt in Vorbereitung auf den heutigen Abend habe ich natürlich nicht sämtliche Staatsverträge durchgelesen und präsentiere euch nicht sämtliche mögliche Varianten und Kombinationen, sondern ich habe eigentlich mich konzentriert auf unseren größten Nachbarn, und zwar auf die EU und die EFTA-Länder. Und das ist so ein bisschen eine Basis, wo ihr seht, auf was kommt es an, was muss ich anschauen, was ist wichtig und wie kann ich mich versichern oder eben dann auch nicht. Starten wir also mit der EU-EFTA. Und hier bin ich auf eine 25%-Regel gestoßen. Diese 25%-Regel, habe ich gemerkt, die ist größtenteils unbekannt. Viele kennen diese nicht. Es steht nämlich darin, dass wenn ein Arbeitnehmer außerhalb der Schweiz einen wesentlichen Teil seiner Tätigkeit ausübt, unterstellt er dort dem geltenden Sozialversicherungssystem. Das heißt, wenn man in einem EU- oder EFTA-Staat arbeitet und dort mehr als 25% seiner Arbeitszeit verbringt, dann muss man sich dem Sozialversicherungssystem in diesem EU- oder EFTA-Staat unterwerfen. Keine Regel ohne Ausnahme. Wann kommt diese 25%-Regel nicht zur Anwendung? Es gibt eine Ausnahme, die heißt, wenn man in der EU oder in einem EFTA-Staat selbstständig ist und gleichzeitig in einem anderen EU-EFTA-Staat eine unselbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, das heißt angestellt ist, dann ist man in dem Staat versichert, in dem die unselbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Das heißt, hier kommt diese 25%-Klausel nicht zur Anwendung. Oder einfach ausgedrückt, eine Selbstständigkeit in der EU und eine Anstellung in der Schweiz ergibt
eine Unterstellung der Schweizer Sozialversicherungen. Das heißt, das wäre eigentlich, wenn man jetzt auf Sicherheit und im Aspekt der Versicherungen seine Arbeitstätigkeit wählt, wäre es eigentlich die ideale Kombination aus diesen beiden Punkten, damit man sich in der Schweiz weiterhin versichern kann, damit man den Versicherungsstandort Schweiz nicht verlassen muss. Und eine Anstellung in der Schweiz heißt übrigens auch, ich habe eine eigene AG oder eine eigene GmbH, weil dann gilt man auch als Angestellter. Man muss also nicht irgendeinen Chef haben und eine Abhängigkeit von einer Firma, sondern man kann das auch selber organisieren. Was heißt jetzt das aber bei Krankheit und bei Unfall, wenn ich angestellt bin oder wenn ich selbstständig bin? Wir reden eigentlich bei beidem von einer kurzfristigen Arbeitsunfähigkeit. Das heißt, man geht zum Arzt, vielleicht kurzfristig in ein Spital, man bekommt Medikamente. Das ist alles kurzfristig. Und dann spricht man von mittel- und langfristigen Arbeitsunfähigkeiten. Dort spricht man von der Lohnfortzahlung und dann der Rente. Der erste Teil, der kurzfristige Teil, ist eigentlich zum größten Teil über die Krankenkasse abgedeckt. Das sehen wir dann später. Und der mittel- und langfristige Teil muss man separat versichern, je nachdem, ob man selbstständiger werdend ist oder wenn man Angestellter ist. Und damit ich das euch konkret zeigen kann, habe ich etwas vorbereitet. Am Schluss wäre dann noch der Tod, aber heute Abend wird nicht gestorben, darum lassen wir das jetzt aus. Fangen wir also an mit dem Lohnausfall bei Unfall. Was kriege ich, wenn ich einen Unfall habe und eine längere Zeit nicht arbeiten kann? Als Arbeitnehmer ist man ja obligatorisch gegen Unfall versichert. Man kann auch eine längere private Reise unternehmen, beispielsweise eine Weltreise machen. Dann kann man diese Unfallversicherung vom Arbeitgeber kann man bis um 7 Monate verlängern. Das heißt, 1 Monat ist sowieso geschenkt, wenn man das Arbeitsverhältnis beendet. Und dann kann man auch 6 Monate obendrauf eine sogenannte Abredeversicherung abschließen. Und jetzt haben mich viele digitale Nomaden, sei es auf dem Slack-Channel oder auch auf Facebook in einer privaten Nachricht gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Es gibt doch dieses Entsendegesetz. Wenn ich argumentiere, mein Arbeitgeber in der Schweiz entsendet mich ins Ausland, dann bin ich doch versichert automatisch. Muss ich doch nicht eine separate Versicherung abschließen. Ich habe das abgeklärt. Hier findet ihr den Link dazu. Das heißt, das Entsendegesetz in der Unfallversicherung gemäß UVG und diese 25%-Klausel, die ich euch vorher präsentiert habe, sagen eigentlich ganz klar aus, dass das Entsendegesetz nicht zur Anwendung kommt. Weil der digitale Nomade, der wählt ja seinen Arbeitsort selbstständig. Das heißt, er geht nicht ins Ausland, um eine Tätigkeit im Ausland auszuüben. Er kann die Arbeit ja überall machen, auch zu Hause. Das heißt, es besteht keine betriebliche Notwendigkeit, dass der Nomade im Ausland arbeiten geht. Das Bundesamt für Gesundheit hat mir also gesagt, dass dieser Versicherungsschutz gemäß UVG, dass der nicht zur Anwendung kommt, weil man nicht entsendet wird. Und gleichzeitig haben wir diese 25%-Klausel, die aussagt, dass wenn man mehr als 25% im Ausland tätig ist, dass man dann keinen Versicherungsschutz mehr hat über das UVG, weil man sich über den Staat in der EU oder der EFTA den Versicherungen anschließen muss. Also hier haben wir eigentlich eine erste Lücke im UVG. Wenn wir jetzt anschauen, was man denn aus dem UVG eigentlich bekommt, wenn man Arbeitnehmer ist, dann kann man eigentlich sagen, als Arbeitnehmer in der Schweiz hat man einen Rundumschutz. Ich habe euch probiert darzustellen, was man da bekommt. Wenn man einen Unfall hat, hat man ja in den ersten 3 Tagen sowieso den Lohn vom Arbeitgeber aus bezahlt. Das ist gesetzlich so geregelt, der wird einem den Lohn bezahlen. Was jetzt aber, wenn es länger geht?
dann kommt diese UVG-Versicherung zum Zug. Das bedeutet, die Unfallversicherung übernimmt 80% des letztigen Bruttolohns. Und der positive Effekt dabei ist, dass diese UVG-Versicherung eigentlich bis zum Tod eine Rente bezahlt. Irgendwann nach einem Jahr kommt dann die Invalidenversicherung, die einen Teil übernimmt, und das UVG ergänzt dann obendrauf bis zu 90% vom letzten Lohn. Man kann also sagen, als Arbeitnehmer ist man bei Unfall in der Schweiz sehr gut abgedeckt. Und wie vorhin gesagt, Arbeitnehmer heißt auch der Inhaber einer GmbH oder einer eigenen AG. Dieser Versicherungsschutz ist obligatorisch. Schauen wir uns doch den Selbstständigen an. Das ist kein Fehler auf dieser Folie. Der Versicherungsschutz für den Selbstständigen ist eigentlich zunächst einmal nur die IV und dann später die AV. Mehr hat der Selbstständige eigentlich nicht. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum sich viele Unternehmungen oder Unternehmer entscheiden, eine Selbstständigkeit zu starten, weil sie haben tiefe Fixkosten, sind aber eigentlich schlecht versichert oder gar nicht versichert, beziehungsweise sie müssen sich selbstständig um die Versicherungen kümmern. Das bedeutet, wenn der Selbstständige mehr als nur die IV oder AV möchte, notabene übernehmen die nur rund 1200 Franken bis 2400 Franken pro Monat. Mehr gibt es gar nicht aus der IV und der AV. Also wenn man mehr möchte, weil das schlicht zum Leben nicht ausreicht, hat der Selbstständige die Möglichkeit, obendrauf eine Einzeltaggeldversicherung abzuschließen. Diese deckt dann den Lohn ab, auch 80% beispielsweise, man kann aber auch mehr, 90%, wenn er das möchte. Und ihr seht aber, ganz links ist immer noch eine Lücke, weil diese Versicherung relativ teuer ist und der selbstständig Erwerbende, der geht eigentlich immer arbeiten, auch wenn er krank ist. Das heißt, er probiert die Prämie möglichst zu reduzieren, macht eine Wartefrist von 30 Tagen, damit, wenn was wirklich Gravierendes ist, dass er dann einen Versicherungsschutz hat. Also er macht eine Wartefrist von 30 oder 60 Tagen und dann erst nimmt diese Einzeltaggeldversicherung, übernimmt die Lohnfortzahlung. Und auch nur 2 Jahre. Nach 2 Jahren ist wiederum Schluss mit dieser Versicherung. Das heißt, nach 2 Jahren muss sich der Selbstständige überlegen, was mache ich dann? Weil dann habe ich wieder nur diese 1200 bis 2400 Franken von der IV. Und dann kann er diese Lücke, die er da hat, kann er mit einer Säule 3a, kann er diese Lücke individuell ausfüllen. Das heißt, er sagt sich, ich will beispielsweise 80% vom Lohn versichern, dann muss er einfach mehr Prämie bezahlen. Oder aber er sagt sich, nein, ich brauche das nicht. Ich spare dafür etwas fürs Alter und das kann er ja von seiner Steuererklärung kann er das abziehen. Das ist eigentlich das gleiche System, wie wir auch haben als Arbeitnehmer, aber der Selbstständige kann noch viel mehr, bis rund 20% von seinem Einkommen kann er in die dritte Säule einbezahlen. Der Unterschied hier ist jetzt aber, dass er dem VVG untersteht. Das heißt, die privaten Versicherungen sind hier zuständig, während links die Sozialversicherung UVG zuständig ist. Das heißt, VVG-Versicherungen haben nicht diese Problematik mit dieser 25%-Klausel, die wir vorhin gesehen haben. Diese 25%-Klausel bezieht sich nur auf die UVG-Versicherung. Gehen wir einen Schritt weiter. Wie sieht es denn aus bei Krankheit? Krankheit muss in der Schweiz grundsätzlich nicht versichert werden. Das heißt, der Arbeitgeber kann entscheiden, ob er eine Krankentaggeldversicherung für seine Arbeitnehmer abschließen möchte. Das Gesetz OR 324 sagt einfach, lieber Arbeitgeber, du musst eine gewisse Zeit eine Lohnfortzahlung von 80% leisten. Das ist aber abhängig von der Anzahl der Dienstjahre. Also wenn ein Arbeitnehmer ein Jahr beim Arbeitgeber arbeitet, kriegt er 3 Wochen den Lohn bezahlt. Und wenn es mehrere Jahre sind,
Es gibt da eine Abstufung, Berner Skala oder Zürcher Skala beispielsweise. Wenn es also mehrere Jahre sind, wo der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber arbeitet, dann kriegt er bis zu 4 Monate den Lohn weiterbezahlt. Wenn der Arbeitgeber keine Versicherung macht, muss er das aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Oder aber er macht es so wie die meisten KMUs in der Schweiz. Er schließt eine Lohnfortzahlung ab, eine Krankentaggeldversicherung, die übernimmt meistens auch 80% des Bruttolohns während 2 Jahren. Hier wiederum der Hinweis, die Krankentaggeldversicherung basiert auf dem Versicherungsvertragsgesetz, ist also keine Sozialversicherung und deshalb kommt diese 25%-Klausel bei der Sozialversicherung oder bei der Krankentaggeldversicherung nicht zur Anwendung. Das heißt, man muss jetzt eigentlich die Bedingungen anschauen und nachschlagen, wie ist man bei Krankheit im Ausland versichert. Weil die UVG-Versicherung übernimmt eigentlich Schäden in der ganzen Welt. Man darf einfach nicht mehr als 25% weg sein. Hier haben wir keine Sozialversicherung. Die übernimmt auch Schäden in der ganzen Welt, aber im Kleingedruckten von jeder Versicherungsgesellschaft steht, wie lange dass die Lohnfortzahlung bei Auslandsaufenthalten übernommen wird. Die guten Versicherer übernehmen die Lohnfortzahlung unbeschränkt, solange man in der EU oder in einem EFTA-Staat tätig ist. Manche machen zeitliche Einschränkungen und dann gibt es aber auch solche, die sagen, ja, nein, sobald jemand im Ausland ist, geben wir gar keine Deckung mehr. Und praktisch alle sagen, wenn eine Behandlung im Ausland stattfindet, dann muss diese Person zurück in die Schweiz. Also hier muss man von Fall zu Fall schauen, welche Krankentaggeldversicherung der Arbeitgeber abgeschlossen hat. Auch hier wieder das Schema. Schema 1, als Arbeitnehmer, wie bin ich versichert? Normalerweise kann man sagen, gut versichert. Während sicher 2 Jahren hat man Minimum 80% des Lohnes, möglicherweise sogar mehr, wenn nämlich dann die IV nach dem ersten Jahr einspringt, dann hat man obendrauf noch etwas mehr, in der Regel Maximum 90% vom Lohn. Und nach 2 Jahren kommt dann die Pensionskasse. Das heißt, IV und Pensionskasse zusammen ergeben ungefähr 60% vom Lohn bei Krankheit. Und jetzt kann ich mir als Arbeitnehmer überlegen, möchte ich diese Lücke, die ich habe, möchte ich diese auffüllen? Und schließe ich wiederum eine Säule 3a ab, damit ich diese Lücke ausfüllen kann. Das ist das Schema, wie es für Arbeitnehmer Gültigkeit hat. Schauen wir uns wieder den selbstständiger Werdenden an. Gleiches Schema, gleiches Bild. Der Selbstständige ist auch hier bei Krankheit eigentlich zunächst einmal überhaupt nicht versichert, nur bei der IV und bei der AV. Genau gleich wie vorher bei Unfall kann er ein Einzeltaggeld versichern, das während den ersten 2 Jahren einen Teil des Lohnes weiter übernimmt. Und auch hier kann er dann eine individuelle Säule 3a abschließen, für die Lücke auszufüllen. Das heißt, wenn wir jetzt eigentlich zurückkommen auf meine ersten 2 Folien in Bezug auf diese 25%-Klausel, seht ihr eigentlich, wenn ihr in der Schweiz angestellt seid, seid ihr einerseits sehr gut versichert. Und wenn ihr jetzt in der EU noch eine Selbstständigkeit anmelden möchtet, beispielsweise in Deutschland, das geht relativ einfach, dann habt ihr eigentlich einen optimalen Versicherungsschutz, den ihr zudem selber bestimmen könnt, wenn ihr eine eigene GmbH oder eine eigene AG in der Schweiz habt. Ich bin dann gespannt auf die Fragen. Ich weiß, es ist ziemlich eine komplexe Materie. Kommen wir zu den Krankenkassen. Krankenkassen auch ein Riesenthema in der Community. Ich habe mir überlegt, wie stelle ich das am besten dar? Wir haben jetzt diese Krankenkasse in der Schweiz und je länger, dass ich mich damit beschäftigt habe und recherchiert habe,
desto mehr muss ich sagen, wir haben eigentlich wirklich ein super System bei uns in der Schweiz. Okay, es kostet was, das stimmt, die Krankenkassen sind enorm teuer, aber was da alles versichert ist im Vergleich zum Ausland, im Vergleich zu diesen internationalen Versicherungen, das ist wirklich enorm. Also vom Grundsatz her ist die Krankenkasse ja obligatorisch für alle in der Schweiz wohnhaften Personen. Und das Spezielle daran ist, wenn einmal jemand einen Wohnsitz in der Schweiz genommen hat, dann behält er diesen Wohnsitz in der Schweiz, bis dass er einen neuen Wohnsitz angemeldet hat. Das heißt, es reicht eigentlich nicht, wenn ein digitaler Nomade sich in der Schweizer Wohngemeinde abmeldet und sich im Ausland nicht wiederum anmelden geht. Dann bleibt er Schweizer. Er bleibt eigentlich in der Schweiz versicherungspflichtig. Auch die Krankenkasse muss er dann weiter bezahlen. Wichtig ist zu wissen, dass die selbstständiger Werdenden in der Schweiz, dass die bei der Krankenkasse auch die Unfalldeckung mit einschließen müssen. Das muss der normale Arbeitnehmer nicht. Schauen wir uns einmal an, wie die Krankenkassengrundversicherung, welche Leistungen hier im Ausland übernommen werden. Das heißt, ich bin in der Schweiz versichert, habe die obligatorische Grundversicherung und hier haben wir einen riesen Luxus, dass die obligatorische Grundversicherung alle aufnehmen muss. Das heißt, unabhängig vom Alter, unabhängig vom Gesundheitszustand, jede Krankenkasse muss alle ohne Vorbehalt aufnehmen. Und diese Grundversicherung übernimmt auch sämtliche Kosten innerhalb der EU und von EFTA-Staaten. Also der Versicherungsschutz ist eigentlich bei unseren Nachbarn der gleiche, wie wir ihn hier in der Schweiz haben, kann man sagen. Außerhalb der EU und EFTA-Staaten sieht es etwas anders aus. Immer noch sehr komfortabel, aber mit einer Einschränkung. Das heißt, die Krankenkasse in der Schweiz übernimmt Maximum den doppelten Betrag, den die Behandlung in der Schweiz kosten würde. Also wenn ich ins Spital gehe und dort einen Blinddarm entfernen muss und der kostet, ich weiß nicht, 4.000 Franken in der Schweiz, dann übernimmt die gleiche Behandlung im Ausland, übernimmt die Grundversicherung Maximum das Doppelte, Maximum 8.000 Franken. Jetzt kann man sagen, ja, aber in der Schweiz sind ja die Kosten so hoch, das ist ja sicherlich kein Problem, das reicht ja sicherlich problemlos aus. Stimmt grundsätzlich ja, aber es gibt gewisse gewisse Länder, Entschuldigung, wie beispielsweise Japan, Kanada oder USA, auch Australien, da reicht unsere Grundversicherung hier in der Schweiz nicht, weil die Pflegekosten dort massiv höher sind als in der Schweiz. Das heißt, wenn man in diese Länder gehen möchte, muss man unbedingt eine Zusatzversicherung abschließen. Und bei dieser Zusatzversicherung reden wir wieder von VVG, das heißt vom Versicherungsvertragsgesetz, ist wiederum keine Sozialversicherung. Das heißt, die Versicherungsgesellschaft oder eben die Krankenkasse, die kann auswählen, ob man die Person versichern will oder nicht. Man wird Gesundheitsfragen stellen, man wird schauen, wie alt ist diese Person und je nachdem, was man im Antrag angeben muss, welche Beschwerden das man hatte, welche Operationen das man hatte, kann die Krankenkasse sagen, nein, dich will ich nicht versichern. Das heißt, wenn man die Zusatzversicherung wechseln möchte, dann muss man immer zuerst abwarten, ob die neue Krankenkasse einem aufnimmt oder nicht. Weil ich habe Kunden gehabt, die haben die Krankenkasse, die Zusatzversicherung gekündigt, wussten nicht, ob die neue Krankenkasse sie aufnimmt und am 1. Januar des Folgejahres hatten sie keine Zusatzversicherung mehr, weil der neue Krankenversicherer hat gesagt, dich nehmen wir nicht auf, du bist zu krank, du bist zu alt oder was auch immer. Und zurück zur alten Kasse geht dann auch nicht, weil die sagt dann auch, du hast den Vertrag gekündigt, du musst jetzt wieder die Gesundheitsfragen ausfüllen und dann hat man plötzlich keine Krankenkassenzusatzversicherung mehr. Wenn man jetzt aber ins Ausland geht und eben diese Lücke mit USA, Kanada, Japan oder Australien
abdecken möchte, dann kann man eine Reiseversicherung abschließen. Das bietet eigentlich jede Krankenkasse an. Wichtig zu wissen ist, dass man dort die Reisedauer, dass man die dort überprüfen muss. Die meisten machen so eine Zusatzversicherung für 2 bis 12 Monate. Wenn eine Reise aber länger dauert, dann ist es in der Regel nicht mehr möglich, diese über die Zusatzversicherung abzudecken. Also hier ein Punkt, den man sicherlich anschauen muss im Kleingedruckten. Wichtig ist auch, dass man prüft, ob es Einschränkungen gibt. Also gibt es gewisse Länder, in die ich nicht reisen darf, wo ich dann nicht versichert bin. Das sind vor allem so exotische Länder mit Risikogebiet. Das ist zum Teil in Afrika, zum Teil auch im Nahen Osten, Kriegsgebiete sowieso. Das muss man sicherlich gut anschauen. Ein weiterer Punkt ist, übernimmt die Versicherung auch die Rückführung in die Schweiz? Und gibt es sonstige Deckungseinschränkungen? Hier denke ich, macht es Sinn, wenn man diese Zusatzversicherung bei der bestehenden Krankenkasse abschließt, weil vom ganzen administrativen Aufwand und wenn dann wirklich im Ausland etwas ist, ist es einfacher, wenn man die Rechnung an einen Ort einreichen kann und dann ist man dann froh, wenn man eben gesundheitlich nicht fit ist, dass sich da jemand darum kümmert. Angenommen, man hat sich jetzt wirklich abgemeldet in der Schweiz und im Ausland einen neuen Standort gewählt und sich dort angemeldet. Dann fällt ja der Versicherungsschutz der Schweizer Krankenkasse grundsätzlich weg. Es gibt gewisse Ausnahmen, auf die gehe ich hier nicht weiter ein. Und dann hat man die Qual der Wahl. Wo will ich mich versichern? Und hier habe ich euch auch ein paar Punkte aufgeführt, die ihr abchecken müsst, die wichtig sind beim Abschluss. Und man kommt nicht darum herum, das Kleingedruckte zu lesen. Versicherungssummen, welche Länder sind versichert? Kann ich zurück ins Heimatland? Bin ich denn in der Schweiz versichert, wenn ich 2, 3 Monate in der Schweiz, beispielsweise im Sommer in der Schweiz lebe? Muss ich Gesundheitsfragen ausfüllen und welche Krankheiten sind generell ausgeschlossen? Und hier habe ich gemerkt, dass die Online-Anbieter, vor allem die ganz günstigen, ganz viele Ausschlüsse machen, die eigentlich nicht schön sind. Also wenn ich dann einen Ausschluss sehe in den Bedingungen, wie beispielsweise Krebs, dann frage ich mich ja, für was brauche ich denn diese Krankenversicherung, wenn dann vieles, was wirklich schlimm und kostenintensiv ist, wenn dann vieles ausgeschlossen ist. Ich habe mir einige internationale Krankenkassen angeschaut. Ich werde da nicht allzu groß in das Detail reingehen. Das könnt ihr selbst dann nachlesen oder kurz überfliegen. Die Signa ist eine der weltgrößten. Wichtig zu wissen ist hier, die Signa arbeitet mit der Visana zusammen. Das heißt, wenn ihr bei der Signa eine Versicherung abschließt, könnt ihr bei Rückkehr in die Schweiz problemlos, ohne Einschränkungen, euch bei der Visana weiterversichern. Aber wenn man jetzt anschaut, was da so alles ausgeschlossen ist, und diese Ausschlüsse sind eigentlich bei allen internationalen Krankenkassen mehr oder weniger die gleichen. Also wenn ich sehe, dass da lebenserhaltende Maßnahmen nicht gedeckt sind, sofern keine begründete Aussicht auf Genesung erfolgt. Bestehende Vorerkrankungen sind praktisch überall ausgeschlossen. Also wenn ich mal etwas hatte vor 2, 3 Jahren oder auch länger zurück und jetzt komme ich wieder an einen Punkt, wo ich mich behandeln lassen muss, dann werden die internationalen Krankenversicherungen sagen, sorry, dafür übernehmen wir keine Deckung, Spendeorgane ausgeschlossen, Konflikte, Krieg, Terror und so weiter ausgeschlossen, Behandlungen, die länger als 90 Tage dauern, wenn man im Koma liegt und Psychologie, also psychische Probleme, Psychiater etc. wird auch ausgeschlossen. Und so geht es eigentlich weiter bei der Global Health, Globality Health Versicherung haben wir ähnliche Ausschlüsse, Vorerkrankungen sind weg, Korrektur des Sehvermögens ist nicht da, Schlafstörungen, Entziehungsmaßnahmen. Das ist jetzt eine Versicherung, die ich sagen muss, die hat noch so humane Ausschlüsse, wenn man das vergleicht mit der Versicherung zuvor. Dann gibt es eine Allianz Care, eine große Gruppe. Hier wiederum der Vorteil, dass die auch die Krankenkasse der Schweiz kennen und so eine optionale
ein optionales Paket anbieten für Schweizer, die noch eine KVG-Versicherungspflicht haben. Aber auch hier die Ausschlüsse, je nachdem, wenn man sich außerhalb vom geografischen Bereich der Police befindet. Also ich schließe jetzt eine Police ab, weil ich nach Bali gehe. Und jetzt möchte ich aber kurz von Bali nach Australien gehen oder nach Hawaii und meine Police deckt das nicht ab. Dann habe ich, je nachdem, ein Problem mit der Versicherung. Dann kann man ganz viel Zusatzversicherung abschließen, ambulante Psychiatrie, Komplikationen bei Schwangerschaft, Organtransplantation. Das sind alles Zusätze, die man da abschließen muss und die entsprechend ins Geld gehen. Auch noch so ein Punkt, der mir aufgefallen ist: Extremsport ist ausgeschlossen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja klar, das ist ja normal. Aber wenn man jetzt in Bali ist und dort vielleicht tauchen gehen möchte, dann sagt die Allianz, wenn du tiefer gehst als 10 Meter und dort etwas passiert, übernehmen wir keine Kosten. Das ist auch so ein Punkt, wo mehrere Versicherer einen Ausschluss haben. Manche sagen aber bis 40 Meter Tiefe. Hier die Allianz sagt schon, ja, nein, mehr als 10 Meter übernehmen wir nicht. Die AXA, eigentlich das Gleiche. Vorerkrankungen sind ausgeschlossen, Schlaganfälle sind ausgeschlossen, erhöhter Blutdruck ist ausgeschlossen. Also eigentlich auch noch so happige Dinge, die ja auch einem Gesunden mal einmal passieren können, hat man dann einfach keinen Versicherungsschutz. Last but not least, die Now Health International und Safety Wing, nicht zu verwechseln mit der Safety Wing Nomaddeckung, die da sehr günstig ist. Das ist eigentlich ein Versicherer, der ähnliche Ausschlüsse hat. Ich sage euch aber gleich in der nächsten Folie, warum ich mich eigentlich für diese Versicherungen entscheiden möchte. Klar haben wir auch hier diese Ausschlüsse. Da haben wir Tauchen 30 Meter, AIDS ist ausgeschlossen, Schlafstörungen etc. Aber warum ich mich eigentlich für diese Versicherung entscheiden möchte, ist der folgende. Der Versicherungsschutz kostet dort zwischen 130 und 550 Franken pro Monat. Also man kann sagen, fast gleich viel wie in der Schweiz, je nachdem, welches Paket das man wählt, welche Versicherungssumme. Aber mit der ASN gibt es einen Partner, das ist ein Broker mit Sitz in Zürich. Wenn man den kontaktiert, kann der einem ein Angebot unterbreiten, was einerseits auf seine Bedürfnisse zugestimmt ist. Also man kann sagen, in welches Land das man geht, welche Deckung das man haben möchte. Also man hat einen Ansprechpartner in Zürich, einen Ansprechpartner, der unsere Sprache spricht, der mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften zusammenarbeitet und eben diese Versicherung hier, diese Now Health Insurance anbietet. Ich habe da Angebote erhalten. Es ist ja gut, die Angebote sind lesbar, ist alles in Englisch zwar, aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl gekriegt, wo ich mich da eingelesen habe. Also meine Empfehlung, wenn ihr euch wirklich seriös bei guter Gesundheit mit der Krankenversicherung auseinandersetzen möchtet, dann kontaktiert einmal diese ASN in Zürich und schaut mal, was ihr da für ein Angebot kriegt. Und dann bleibt es euch überlassen, ob ihr online was abschließen möchtet oder hier bei der ASN. Der Vorteil ist natürlich, die ASN kann dann auch im Schadenfall unterstützen, kann dann auch gewisse Koordinationsdinge übernehmen, was ihr natürlich bei meinem Online-Abschluss nicht habt. Beim Online-Abschluss habt ihr irgendeine Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Amerika, in England oder wo auch immer und dann müsst ihr mit diesen Leuten die Schadenfälle abwickeln, was unter Umständen nicht ganz einfach sein könnte. Ja, verlassen wir das Thema Krankenversicherungen und kommen wir zu der Reiseversicherung. Das ist ja eigentlich die zentrale Versicherung, wenn man unterwegs ist. Die Reiseversicherung übernimmt traditionell Annulationskosten, das heißt, wenn man gar nicht erst die Reise antreten kann oder wenn man mitten in der Reise einen Unterbruch hat oder dies sogar abbrechen muss wegen einer Erkrankung oder einem Unfall. Es werden verschiedene Kosten übernommen, wie ihr seht. Dann
hat man die Personenassistanceversicherung, das heißt die direkte Rückreise in die Schweiz, Such- und Rettungskosten, die hier versichert sind. Es gibt auch gewisse Vorschüsse für ärztliche Behandlungen im Ausland und dann kann man auch noch das Reisegepäck und die Ausweise bei Verlust und Beschädigung versichern. Auch hier gibt es gewisse Punkte, die man überprüfen muss beim Abschluss. Wenn man eine Versicherung hier in der Schweiz bei einem traditionellen Versicherer abschließt, dann hat er seine eigenen Bedingungen. Und dort gibt es einerseits zu beachten, dass nur die Personen versichert sind, die auch im Kleingedruckten als versichert aufgeführt sind. Jetzt sagt man sich, ja klar, ist ja logisch. Aber was ist jetzt beispielsweise, wenn ihr mit einem Kollegen oder einer Kollegin auf Reisen geht? Ich bin versichert, mein Kollege nicht. Und jetzt hat mein Kollege einen Unfall oder erkrankt im Ausland und die Reise kann nicht weitergeführt werden. Übernimmt jetzt meine Versicherung diese Kosten, weil ich bin ja gesund, nur mein Kollege ist krank, oder übernimmt meine Versicherung diese Kosten eben nicht? Sicherlich ein wichtiger Punkt. Die meisten Versicherungsgesellschaften decken dies ab. Dann Covid-19 ist meistens ausgeschlossen, außer ihr habt heute noch eine alte Police, da ist es noch drin. Dann gibt es so gewisse Wagnisse, die ausgeschlossen sind. Wagnisse gemäß Schweizer Definition heißt zum Beispiel beim Tauchen tiefer als 40 Meter oder auch Entführungen, die ausgeschlossen sind. Also wenn man in Risikogebieten tätig oder unterwegs ist, dann sind diese Entführungen ausgeschlossen. Wo ist der Versicherungsschutz gültig? In der Regel weltweit, das ist kein Problem. Und wie lange darf ich denn überhaupt auf Reise gehen? Und dort gibt es in der Regel Einschränkungen von 12 Monaten bis 24 Monaten. Und wenn das drüber ist, wenn man länger unterwegs ist, dann hat man keinen Versicherungsschutz mehr. Versicherungssummen, welche Versicherungssummen sind versichert? Sind diese pro Arrangement, pro Reisearrangement oder pro Person gültig? Beispielsweise 50.000 Franken. Reichen diese 50.000 Franken für eine Weltreise für 2 Personen? In der Regel würde ich sagen ja. Wenn es aber weitergeht oder teurer ist, dann wird es kritisch. So, wir sind von der Zeit her eigentlich praktisch am Schluss, schon leicht überzogen. Noch ganz kurz die Betriebshaftpflichtversicherung. Hierzu habe ich nie eine Frage erhalten. Und das erstaunt mich auch nicht. Aber ich möchte euch diese Betriebshaftpflichtversicherung grundsätzlich ans Herz legen, weil kleine Ursache, große Wirkung. Was bedeutet das? Ich mache euch ein Beispiel. Ich hatte einen Sanitärinstallateur, der musste eine Heizung reparieren und der musste so einen kleinen Schlauch von 10 bis 15 Zentimeter ersetzen. Er dachte sich, ja, ich spare etwas Geld, ich nehme den günstigeren Schlauch, spare 2,50 Franken Materialkosten. Er hat diesen Schlauch eingebaut, es gab einen Wasserschaden, der Schlauch ist durchgerostet und unten dran stand der Server von einem großen Spital. Ist wirklich so passiert. Der Server vom Spital ging kaputt, 500.000 Schaden, weil der Sanitärinstallateur 2,50 Franken eingespart hat. Was will ich euch sagen? Als digitale Nomaden ist man ja häufig ein Bürolist im Außendienst. Ich finde das eine schöne Beschreibung. Ein Bürolist im Außendienst, das heißt, man kann eigentlich dem Kunden auch Schadenfälle zufügen. Man kann, wenn man einem Kunden eine Dienstleistung anbietet, kann man denen beispielsweise einen reinen Vermögensschaden zufügen. Was das ist, sage ich euch gleich auf der nächsten Folie. Und wenn ich jetzt eine Einzelunternehmung bin, dann hafte ich als Inhaber mit meinem persönlichen privaten Vermögen. Und wenn ich keine Betriebshaftpflichtversicherung habe, muss ich das aus dem eigenen Sack bezahlen, beziehungsweise wenn ich ein schönes Auto und ein schönes Haus habe, dann muss ich dann vielleicht diese Dinge verkaufen, damit ich den Schadenfall berappen kann. Wenn ich eine GmbH oder eine AG habe, dann ist es etwas unkritischer, in Anführungsstrichen, denn dort haftet die Firma mit dem Gesellschaftsvermögen 20.000 oder 100.000 Franken.
je nachdem. Und dann ist die Sache erledigt. Dann kann man die Firma schließen und dann ist der Schaden je nachdem bezahlt oder eben dann nicht bezahlt. Aber man haftet dann nur eingeschränkt mit dem persönlichen Vermögen. Man denkt immer, wenn man eine GmbH hat oder eine AG, dann ist wirklich das private Vermögen geschützt. Stimmt aber nicht ganz. Das Gesetz in der Schweiz sagt auch, dass das Management für grobe Fehler mit dem Privatvermögen haftet. Also auch wenn man eine GmbH oder eine AG hat. Das werden wir aber heute nicht vertiefen. Ich mache euch noch konkrete Beispiele. Was kann ein digitaler Nomade für Schäden verursachen? Es könnte beispielsweise sein, dass ihr einen Kunden in einer Angelegenheit beratet und ihr macht eine falsche Beratung und jetzt hat euer Kunde einen finanziellen Schaden daraus. Oder ihr zerstört ihm seine Daten, seine Akten. Oder ihr verstößt gegen Patente, Lizenzen. Oder ihr sendet ihm gewisse Unterlagen, die den Datenschutz verletzen. Was auch nicht so schön ist, ihr werdet attackiert von Cyberschäden und diese Daten vom Kunden gehen kaputt oder werden verschlüsselt. Oder ihr macht einen Programmierfehler irgendwo, seine Webseite funktioniert nicht mehr, das System funktioniert nicht mehr. All das sind Schadenfälle, die vorkommen, die ich persönlich schon erlebt habe und wo dann euer Kunde plötzlich mit der hohlen Hand kommt und sagt, ja, lieber Nomade, du hast jetzt von Bali aus gearbeitet, ich habe einen Schadenfall von 1 Million, bitte bezahle. Und dann kommt die Rechnung. Also das gibt's. Wenn ihr jetzt keine Betriebshaftpflichtversicherung habt, die solche Schäden abdeckt, dann gibt es eigentlich 2 Lösungen oder vor allem eine, die ich euch ans Herzen legen möchte. Und zwar, ich weiß, das wird häufig nicht gemacht, ist aber nicht zu unterschätzen. Wenn ihr AGBs habt, also eigene Bedingungen, die ihr mit dem Kunden abschließt und ihr dort drin schreibt, dass sämtliche Vermögensschäden aus eurer Dienstleistung ausgeschlossen sind, sofern das gesetzlich zulässig ist, dann habt ihr schon mal einen gewissen Schutz. Das reicht aber nicht. Ihr könnt dann noch eine Rechtsschutzversicherung obendrauf machen, das heißt Anwaltskosten sind dann abgedeckt und sonstige Umtriebe, die ihr habt mit so einem Fall, wenn ihr euch beraten lassen müsst, rechtlich und so weiter. Das heißt, meine Empfehlung, denkt auch an die Betriebshaftpflichtversicherung, nicht nur an die Krankenkasse, weil auch hier, es kann richtig ins Geld gehen. So, das war's von meiner Seite. Fragen und Antworten, wie üblich, immer im engen Kreis der digitalen Nomaden. Und sonst habt ihr ja auf der Titelseite den QR-Code, wo ihr zu meiner Webseite gelangt, falls ihr direkt eine Beratung benötigt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, mit